Wir befinden uns hier in der Elbfabrik des Fraunhofer EFF. Hier zeigen wir anhand einer Wertschöpfungskette Innovationen und Lösungen für derzeitige Herausforderungen der Industrie 4.0. In der Abteilung menschzentrierte Arbeitssysteme beschäftigen wir uns speziell mit Technologien für sichere und ergonomische Arbeitsplätze. Und hinter mir befindet sich gerade ein Demonstrator für das EU-Projekt RoboSapiens. In dem Projekt geht es darum, wie autonome Systeme auf sich ändernde Bedingungen sicher reagieren können. Und unser Use Case ist dabei die automatische Maschinenbestückung durch einen Roboter. Das Besondere bei dieser Anwendung ist, dass diese flexibel ist. Das bedeutet, die Bewegung des Roboters kann sich ändern und auch das Werkstück. Und der Mensch soll fester Bestandteil dieser Anwendung sein. Damit solch eine Roboteranwendung sicher ist, gibt es 3 Möglichkeiten. Die Trennung der Arbeitsräume durch einen Zaun, die Überprüfung des Abstands und Geschwindigkeit durch Sensorik oder die Kraft- und Leistungsbegrenzung des Roboters selbst. Da jedoch der Mensch fester Bestandteil der Anwendung sein soll, fällt eine Trennung der Arbeitsräume weg. Die anderen beiden Optionen haben jedoch den Konflikt zwischen Flexibilität, Effizienz und Sicherheit für dynamische Anwendungen. Das liegt daran, dass sie auf einer statischen Risikobeurteilung basieren. Und je flexibler die Anwendung ist, desto genereller müssen die Annahmen sein. Das führt zu sehr konservativen Gegenmaßnahmen und das wirkt sich wiederum negativ auf die Effizienz aus. So muss zum Beispiel die Kollision mit einem Kopf über den gesamten Zeitraum der Anwendung angenommen werden, obwohl sie vielleicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden kann. Das steht jedoch im Widerspruch zur Industrie 4.0, denn diese steht für intelligente und flexible Produktion, in der Mensch und Maschine vernetzt arbeiten. Unser Lösungsvorschlag ist daher eine dynamische und adaptive Risikobeurteilung. Dafür verwenden wir ein Kamerasystem, welches uns die derzeitigen Bedingungen gibt. Wir verwenden dafür Tiefenbildkameras in Kombination mit KI-gestützten Bildverarbeitungsalgorithmen. Und diese können nicht nur sagen, ob sich ein Mensch in dem Arbeitsraum befindet, sondern auch welche Haltung und Bewegungsrichtung diese hat. Zusätzlich verwenden wir ein Skelettmodell des Menschen und können so die verschiedenen Körperstellen wie Kopf, Arme oder Rumpf unterscheiden. Das ist wichtig, denn diese sind unterschiedlich empfindlich. So ist eine Kollision mit dem Unterarm anders zu werten als eine Kollision mit dem Kopf. Und dies fließt dann direkt in die Risikobetrachtung mit ein.